Warum so ein riesiges Universum nur für uns? Carl Sagan, Contact. Eines Tages fand im Los Alamos National Laboratory in New Mexico ein ungewöhnliches Gespräch statt. Es geschah während der Mittagspause. Wissenschaftler, darunter Edward Teller, bekannt als Vater der Wasserstoffbombe, begannen über Außerirdische zu sprechen. Sie diskutierten die Möglichkeit, dass Aliens die Erde in fliegenden Untertassen besuchen könnten. Es war keine ernste Diskussion, sondern ein lockerer Austausch unter Kollegen, die kaum daran glaubten. Inmitten des Gesprächs stellte Enrico Fermi, ein berühmter Physiker und Nobelpreisträger, eine einfache Frage. Wo sind sie dann? Der Sternenhimmel scheint für uns grenzenlos, aber wussten Sie, dass wir in Wirklichkeit nur einen winzigen Bruchteil unseres kosmischen Hofes sehen? In der klarsten Nacht können wir maximal 2500 Sterne erkennen. Fast alle befinden sich nicht weiter als 1000 Lichtjahre von uns entfernt. Das sind 1% des Durchmessers der Milchstraße. Im sichtbaren Universum gibt es zwischen 10 Sextillionen und 1 Septillionen Sterne. Einfach ausgedrückt, auf jedes Sandkorn an allen Stränden der Erde kommen etwa 10.000 Sterne im Universum. Zwischen 5% und 20% der Sterne sind unserer Sonne ähnlich. Selbst mit der bescheidensten Schätzung ergibt das 500 Quintillionen sonnenähnlicher Sterne. Und jetzt stellen Sie sich vor, jeder 5. dieser Sterne könnte einen erdähnlichen Planeten haben. Einen Planeten, auf dem flüssiges Wasser existiert und Lebensbedingungen wie auf der Erde herrschen könnten. 100 Milliarden erdähnlicher Planeten. Das bedeutet, dass auf jedes Sandkorn der Welt 100 potenziell lebensfreundliche Planeten kommen. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal am Strand sind. Nehmen wir eine bescheidene Schätzung und stellen uns vor, dass auf 1% dieser Planeten im Laufe von Milliarden Jahren Leben entstanden ist und auf 1% davon hat dieses Leben ein intelligentes Niveau wie auf der Erde erreicht. Das ergibt 10 Quadrillionen intelligente Zivilisationen im Universum. Das bedeutet, dass es in unserer Milchstraße möglicherweise 1 Milliarde erdähnlicher Planeten und 100.000 intelligente Zivilisationen gibt. Wissenschaftler der Organisation SETI suchen seit vielen Jahren nach Signalen von Außerirdischen. Wenn es in unserer Galaxie wirklich mehr als 100.000 intelligente Zivilisationen gibt und zumindest einige von ihnen Radiowellen oder Laserstrahlen ins All senden, sollten wir nicht längst etwas gehört haben? Aber wir haben nichts gehört. Gar nichts. Niemals. Wo sind sie? Unsere Sonne ist nach kosmischen Maßstäben ein sehr junger Stern. Aber irgendwo da draußen gibt es Sterne, die viel älter sind und um diese Sterne könnten erdähnliche Planeten kreisen, die ebenfalls viel älter sind. Es ist logisch anzunehmen, dass sich auf solchen Planeten Zivilisationen entwickelt haben könnten, die uns in ihrer Entwicklung weit voraus sind. Vergleichen wir unsere Erde, die 4,54 Milliarden Jahre alt ist, mit einem hypothetischen Planeten X, der 8 Milliarden Jahre alt ist. Das ist das Durchschnittsalter von Planeten um rote Zwerge, die häufigsten Sterne im Universum. Wenn sich das Leben auf diesem Planeten X ähnlich entwickelt hat wie auf der Erde, stellen Sie sich vor, wie weit sie uns in zusätzlichen 3,5 Milliarden Jahren voraus sein könnten. Die Technologie einer Zivilisation, die uns nur um 1000 Jahre voraus ist, würde uns wie Magie erscheinen. Eine Zivilisation, die uns um 1 Million Jahre voraus ist, wäre für uns so unbegreiflich wie unsere Kultur für Schimpansen. Und das bei einem Unterschied von nur 1 Million Jahre. Es gibt eine Skala, von der Sie sicher schon gehört haben. Die Kardashev-Skala, bekannt auf der ganzen Welt. Sie unterteilt intelligente Zivilisationen in 3 Typen nach der Menge der Energie, die sie nutzen können. Eine Zivilisation des Typs 1 kann die gesamte Energie ihres Planeten nutzen. Wir Menschen sind diesem Ziel bereits nahe. Eine Zivilisation des Typs 2 kann die gesamte Energie ihres Sterns nutzen. Für uns ist es derzeit schwer, sich das vorzustellen. Eine Zivilisation des Typs 3 kann Energie in einem Umfang nutzen, der mit der gesamten Energie der Milchstraße vergleichbar ist. Unvorstellbar, oder? Denken Sie an den Planeten X und seine zusätzlichen 3,5 Milliarden Jahre Entwicklung. Wenn sich dort eine Zivilisation entwickelt hat und den Typ 3 erreicht hat, hat sie wahrscheinlich bereits interstellare Reisen gemeistert und die gesamte Galaxie kolonisiert. Es gibt eine Theorie, wie eine solche Kolonisierung ablaufen könnte. Sie wurde von dem Astrophysiker Michael Hart vorgeschlagen. Stellen Sie sich kleine Maschinen vor, die zu anderen Planeten reisen, sich dort mit lokalen Ressourcen vermehren und ihre Kopien weiterschicken. Ja, die von Neumann-Sonden, benannt nach dem berühmten Mathematiker. Selbst ohne Überlichtgeschwindigkeit könnte man auf diese Weise die gesamte Galaxie in 3,75 Millionen Jahren bevölkern.
Ein Wimpernschlag im kosmischen Maßstab. Wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, sehen Sie sich das an. Ein Team amerikanischer Astronomen von der University of Rochester hat eine Computersimulation erstellt, die zeigt, wie die Kolonisierung der Milchstraße aussehen könnte. Die Raumschiffe bewegen sich sehr langsam, nur 10 Kilometer pro Sekunde. Die maximale Entfernung, die sie zurücklegen können, beträgt etwa 10 Lichtjahre und dafür benötigen sie 300.000 Jahre. Jedes kolonisierte System kann alle 100.000 Jahre ein neues Raumschiff entsenden. Sie haben viel Zeit, mehr als die gesamte Geschichte der menschlichen Zivilisation umfasst. Und sehen Sie, was am Ende passiert. Selbst mit so bescheidenen Parametern könnte eine entwickelte Zivilisation den größten Teil der Milchstraße in etwa 1 Milliarde Jahren kolonisieren. Wenn wir annehmen, dass mindestens 1% der intelligenten Zivilisationen den Typ 3 erreicht, sollte es in unserer Galaxie mindestens 1000 solcher Superzivilisationen geben und ihre Präsenz hätten wir sicherlich bemerkt, oder? Aber das ist nicht der Fall. Vielleicht verstehen wir etwas Grundlegendes am Universum nicht? Oder fortgeschrittene Zivilisationen verstecken sich absichtlich vor uns? Oder vielleicht sind wir tatsächlich allein in der Milchstraße oder einfach früh erschienen? Lassen Sie uns die Hauptansätze zur Erklärung des Fermi-Paradoxons untersuchen. Für die Vorbereitung dieses Videos habe ich mich auf die Bücher von Max Tegmark, Jim Al-Khalili, Nick Bostrom und einem Artikel von Tim Urban gestürzt. Ich bin Sascha und das ist Homo Deus. Ich habe eine schlechte Nachricht. Wenn Sie 10 verschiedene Wissenschaftler fragen, wo sind sie alle, erhalten Sie wahrscheinlich 10 unterschiedliche Antworten. Das erinnert an frühere Zeiten, als Menschen darüber stritten, ob die Erde rund ist oder glaubten, dass Krankheiten von bösen Geistern verursacht werden. Aber verdammt, wo sind sie und wo sind wir? Die Menschheit hat einen weiten Weg zurückgelegt. Unsere Vorfahren erscheinen uns heute so simpel und unwissend, aber auf genau diesem Niveau befinden wir uns derzeit, wenn es um die Frage nach außerirdischem Leben geht. Es gibt 2 Kategorien von Erklärungen für das Fermi-Paradoxon. Erstens, wir sehen keine Spuren von Zivilisationen des Typs 2 und 3, weil sie nicht existieren. Zweitens, solche Zivilisationen existieren, aber wir sehen sie aus anderen Gründen nicht. Anhänger der ersten Gruppe weisen auf das Problem der Exklusivität hin. Sie verwenden mathematische Berechnungen und argumentieren, dass, wenn es in unserer Galaxie Tausende oder Millionen hochentwickelter Zivilisationen gäbe, zumindest eine von ihnen bereits mit uns Kontakt aufgenommen hätte. Wenn eine fortschrittliche Zivilisation zwischen den Sternen mit nur 10% der Lichtgeschwindigkeit reisen könnte, was durchaus realistisch ist, könnte sie unsere Galaxie in etwa 1 Million Jahren kolonisieren. Das ist nicht besonders viel. Zum Beispiel erreichte die schnellste Raumsonde, die von der Erde gestartet wurde, eine Geschwindigkeit von etwa 0,07% der Lichtgeschwindigkeit. Selbst mit dieser Geschwindigkeit könnten wir die Galaxie in 150 Millionen Jahren kolonisieren. Denken Sie einmal nach. Nur 150 Millionen Jahre und die Milchstraße existiert seit Milliarden von Jahren. Daher muss es einfach niemanden geben und im Universum passiert etwas anderes. Dieses etwas anderes nennt man den großen Filter. Auf den verschiedenen Stufen vom präbiologischen Zustand bis hin zu einer Zivilisation des Typs 3 gibt es Barrieren, die alle oder fast alle Versuche des Lebens überwinden müssen. Irgendwo in diesem langen evolutionären Prozess gibt es eine besonders starke Barriere. Sie zu überwinden ist extrem unwahrscheinlich oder sogar unmöglich. Das ist der große Filter, vorgeschlagen vom Ökonomen Robin Hanson. Und die zentrale Frage ist, wo genau liegt dieser Filter auf der Zeitleiste? Je nach Antwort befinden wir Menschen uns in einer von 3 möglichen Realitäten. Wir sind selten, wir sind die Ersten oder wir stecken in großen Schwierigkeiten. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, dass der große Filter bereits hinter uns liegt. Wir haben ihn überwunden, was bedeuten würde, dass Leben nur äußerst selten unser Niveau an Intelligenz erreicht. Dieses Szenario würde erklären, warum es keine Zivilisationen des Typs 3 gibt, aber es würde auch bedeuten, dass wir eine der wenigen Ausnahmen sind, da wir so weit gekommen sind. Auf den ersten Blick klingt das wie die Ideen von Menschen vor 500 Jahren. Die Erde ist das Zentrum des Universums, bla bla bla. Um es milde auszudrücken, das ist verdächtig selbstgefällig. Es impliziert, dass wir etwas Besonderes sind, doch Wissenschaftler sprechen vom Beobachterselektionseffekt. Jeder, der über seine Seltenheit nachdenkt, ist zwangsläufig Teil der Erfolgsgeschichte intelligenten Lebens.
Zum Beispiel sind sie ein außergewöhnlich seltener Organismus, weil alle ihre Vorfahren ihre Gene erfolgreich weitergegeben haben und es unzählige davon gab. Okay, wenn wir tatsächlich besonders sind, wann sind wir das geworden? Welcher Schritt wurde von uns überwunden, der alle anderen scheitern ließ? Eine Möglichkeit ist das unglaublich unwahrscheinliche Entstehen von Leben. Es dauerte etwa 700 Millionen Jahre, bis das Leben auf der Erde endlich entstand. Wir haben hart daran gearbeitet, dieses Ereignis in Laboren zu reproduzieren, ohne Erfolg. Wenn das tatsächlich der große Filter ist, dann gibt es im Universum nicht nur kein intelligentes Leben, sondern überhaupt kein anderes Leben. Eine andere Möglichkeit ist, dass der große Filter der Übergang von einer einfachen prokaryotischen Zelle zu einer komplexen eukaryotischen war. Prokaryotische Zellen sind klein und einfach. Sie haben keinen Zellkern. Ihre DNA schwimmt einfach in der Zelle. Sie haben nur wenige innere Strukturen, das sind Bakterien und Archaeen, die ältesten Lebensformen auf der Erde. Eukaryotische Zellen sind größer und komplexer. Sie haben einen Zellkern, in dem die DNA gespeichert ist. Im Inneren gibt es viele verschiedene Strukturen, jede mit ihrer eigenen Funktion. Zum Beispiel sind Mitochondrien kleine Kraftwerke innerhalb der Zelle. Solche eukaryotischen Zellen finden sich bei Pflanzen, Tieren, Pilzen und einigen einzelligen Organismen. Der Übergang von Prokaryoten zu Eukaryoten ist ein gewaltiger Sprung in Sachen Komplexität und Möglichkeiten. Nachdem Prokaryoten entstanden waren, blieben sie fast 2 Milliarden Jahre lang so, bevor sie den nächsten evolutionären Sprung machten. Die Entwicklung eines Zellkerns. Viele Wissenschaftler glauben, dass dies nur einmal in der gesamten Geschichte der Erde passiert ist. Wenn das der große Filter ist, dann wimmelt das Universum von einfachen prokaryotischen Zellen und nichts weiter. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Einige halten die Entstehung einer künstlichen allgemeinen Intelligenz, AGI, für einen Kandidaten des großen Filters. Auch wenn der Sprung von halbbewusstem Leben zu intelligentem Leben auf den ersten Blick kein Wunder zu sein scheint, lehnt Steven Pinker die Idee eines unvermeidlichen Aufstiegs in der Evolution ab. Da Evolution kein Ziel verfolgt, sondern einfach geschieht, nutzt sie Anpassungen, die für eine bestimmte ökologische Nische am nützlichsten sind. Und die Tatsache, dass dies auf der Erde bisher nur einmal zu einem technologischen Intellekt geführt hat, könnte darauf hinweisen, dass dieses Ergebnis der natürlichen Selektion selten ist und keineswegs eine unvermeidliche Entwicklung des Lebensbaums darstellt. Jeder mögliche große Filter müsste etwas sein, das eine Chance von 1 zu 1 Milliarde hat. Es müsste ein oder mehrere völlig zufällige Ereignisse geben, um eine verrückte Ausnahme zu schaffen. Daher ist etwas wie der Übergang von einzelligem zu mehrzelligem Leben ausgeschlossen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein solcher Übergang auf der Erde mindestens 46 Mal unabhängig voneinander stattgefunden hat. Das passierte bei Pflanzen, Tieren, Pilzen, Algen, und jedes Mal war es ein eigenständiger, unabhängiger evolutionärer Prozess. Das bedeutet, dass es offensichtlich keine super seltene Ausnahme ist. Aus demselben Grund, wenn wir eine versteinerte eukaryotische Zelle auf dem Mars finden würden, die dort entstand und nicht von der Erde stammt, würde dies den Sprung von der einfachen zur komplexen Zelle als möglichen großen Filter ausschließen. Es würde auch alles ausschließen, was davor in der evolutionären Kette passiert ist. Denn wenn es sowohl auf der Erde als auch auf dem Mars passiert ist, kann es definitiv keine Zufälligkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Milliarde sein. Wenn wir tatsächlich selten sind, könnte das nicht nur an einem zufälligen biologischen Ereignis liegen, sondern an der Einzigartigkeit unseres Planeten. Ja, es mag viele erdähnliche Planeten geben, aber die spezifischen Bedingungen der Erde, wie die Besonderheiten des Sonnensystems, das Vorhandensein eines großen Mondes oder etwas auf der Erde selbst, könnten außergewöhnlich lebensfreundlich sein. Das ist die Hypothese der einzigartigen Erde. Eine weitere Hoffnung der Menschheit ist, dass die Bedingungen im Universum erst vor kurzem zum ersten Mal seit dem Urknall einen Punkt erreicht haben, an dem intelligentes Leben entstehen konnte. In diesem Fall könnten wir und viele andere Arten auf dem Weg zur Superintelligenz sein und es ist einfach noch nicht passiert. Wir sind genau zur richtigen Zeit hier, um eine der ersten Zivilisationen zu sein, die den Weltraum kolonisieren könnten. Hier ein Beweis. Vor ihnen liegt die Verbreitung von Gammastrahlenausbrüchen, riesigen Explosionen, die wir in weit entfernten Galaxien beobachten.
Zum Beispiel war die frühe Erde ein sehr unruhiger Ort. Es gab häufig Asteroideneinschläge und Vulkanausbrüche und das dauerte mehrere 100 Millionen Jahre. Erst nachdem diese Ereignisse seltener wurden, konnte sich Leben auf der Erde entwickeln. Eine ähnliche Situation könnte es auch im frühen Universum gegeben haben. Katastrophen könnten alles in der Nähe zerstört und das Leben daran gehindert haben, über ein bestimmtes Stadium hinaus zu gelangen. Mit den Worten der Astrophysiker befinden wir uns möglicherweise mitten in einem astrobiologischen Phasenübergang und dies ist das erste Mal, dass Leben so lange ohne Unterbrechungen evolvieren konnte. Und jetzt noch eine schlechte Nachricht. Wenn wir weder selten noch früh sind, muss der große Filter irgendwo in unserer Zukunft liegen. Das würde bedeuten, dass das Leben regelmäßig unser Niveau erreicht, aber etwas es daran hindert, weiter voranzukommen und wir werden wahrscheinlich keine Ausnahme sein. Ein möglicher zukünftiger Filter könnten regelmäßig auftretende Naturkatastrophen sein, wie Gammastrahlenausbrüche. Ein anderer Kandidat ist die mögliche Unvermeidbarkeit, dass sich fast alle intelligenten Zivilisationen selbst zerstören, sobald sie ein bestimmtes technologisches Niveau erreichen. Deshalb sagt der Philosoph der Universität Oxford, Nick Bostrom, keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Die Entdeckung auch nur einfachen Lebens auf dem Mars wäre eine schlechte Nachricht, weil sie eine Reihe potenzieller großer Filter hinter uns ausschließen würde. Und wenn wir auf dem Mars fossiles, komplexes Leben finden würden, sagt Bostrom, wäre das die schlimmste Nachricht, die jemals auf einer Zeitungsseite gedruckt wurde. Es gibt eine zweite Gruppe von Erklärungen für das Fermi-Paradoxon. Zivilisationen des Typs 2 und 3 existieren und es gibt logische Gründe, warum alle schweigen. Die Logik dahinter ist einfach, es gibt nichts Ungewöhnliches oder Seltenes an unserer Galaxie, unserem Sonnensystem, unserem Planeten oder unserem Intelligenzniveau, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist. Unsere Suche nach Signalen umfasst etwa 100 Lichtjahre. Das sind 0,1% unserer Galaxie. Schauen Sie sich diesen Bereich genau an und denken Sie gründlich nach. Ist es wirklich überraschend, dass wir nichts hören und bisher niemand uns hört? Denken Sie einmal darüber nach. Amerika wurde von Europäern kolonisiert, lange bevor ein kleiner Inuit-Stamm am äußersten Norden Kanadas davon wusste. Vielleicht gibt es in interstellaren Siedlungen höherer Arten ihre eigene Urbanisierung, in der benachbarte Sonnensysteme kolonisiert werden und miteinander kommunizieren. Aber in unsere abgelegene Ecke der Galaxie zu kommen, ist einfach unpraktisch und sinnlos. Ganz zu schweigen davon, dass die Idee der physischen Kolonisierung für weiterentwickelte Arten sinnlos erscheinen könnte. Zum Beispiel könnten Zivilisationen des Typs 2 für sich selbst eine ideale Umgebung geschaffen haben, die all ihre Bedürfnisse erfüllt. Sie könnten keinerlei Interesse daran haben, das kalte und leere Universum zu erforschen. Eine noch weiterentwickelte Zivilisation könnte die physische Welt als einen schrecklich primitiven Ort betrachten. Sie könnten ihre Biologie längst überwunden und ihr Bewusstsein in eine virtuelle Realität mit ewigem Leben hochgeladen haben. Die physische Welt mit Biologie, Sterblichkeit und Bedürfnissen könnte ihnen so erscheinen, wie uns das Leben primitiver Meeresarten im kalten, dunklen Ozean. Neuronale Schnittstellen und virtuelle Realität könnten eine perfekte Welt schaffen, in der alles zugänglich ist. In dieser Welt könnten sie alles sein und tun, was sie möchten, ohne Einschränkungen. Würden Sie verlassen, um sich den Gefahren der Raumfahrt zu stellen? Hier ist ein anderer Gedanke, geäußert von Carl Sagan. Seiner Meinung nach könnte es um uns herum voller Aktivität und Lärm sein, aber unsere Technologien sind zu primitiv. Das ist vergleichbar damit, ein modernes Bürogebäude zu betreten, ein Walkie-Talkie einzuschalten und, nachdem Sie keine Aktivität gehört haben, zu entscheiden, dass das Gebäude leer ist. Außerdem könnte unser Gehirn, so Sagan, entscheidend schneller oder langsamer arbeiten als andere Formen von Intelligenz. Zum Beispiel könnte es für Aliens 12 Jahre dauern, um Hallo zu sagen. Wenn wir diese Nachricht hören, klingt sie für uns einfach wie weißes Rauschen. Oder umgekehrt. Sie könnten unvorstellbar schnelle Signale senden, die darauf ausgelegt sind, sich mit ebenso fortgeschrittenen Zivilisationen zu verbinden. Primitive Langsamdenker könnten für sie einfach nicht interessant sein. Wenn Außerirdische uns besuchen, wird das Ergebnis wahrscheinlich dem ähneln, was geschah, als Kolumbus in Amerika landete, was für die Ureinwohner Amerikas nicht besonders gut ausging. Stephen Hawking. Wir wollen verzweifelt wissen, ob wir allein in der Milchstraße sind. Wir möchten schreien und uns allen zeigen, die uns beobachten könnten, aber was, wenn das Letzte ist, was wir tun? Stellen Sie sich einen Jäger vor, der in seinem Versteck erwacht.
Vorsichtig lauscht er den verdächtigen Geräuschen im dichten Unterholz, bevor er aufsteht. Eine weitere Nacht ist ereignislos vergangen. Der Wald ist dunkel und voller Nebel. Der Jäger möchte andere rufen, um der Einsamkeit zu entfliehen, aber im letzten Moment hält er inne. Was, wenn sie genauso sind wie er? Alle Lebewesen streben danach zu überleben, sich Ressourcen zu sichern und sich fortzupflanzen. Ihr größtes Hindernis sind andere Wesen mit denselben Zielen. Konkurrenz zwischen Arten fördert das Überleben von Individuen mit vorteilhaften Eigenschaften. Unsere Vorfahren waren erfinderisch, wettbewerbsfähig, expansiv und gierig nach Ressourcen. Das führte dazu, dass sie dieses intellektuelle Rennen gewannen. Heute sind die meisten anderen Arten uns gegenüber so wehrlos, dass wir täglich Dutzende von Spezies ausrotten, einfach als unbeabsichtigte Nebenwirkung unseres Lebensstils. Aber Menschen sind mehr als nur einzelne Individuen. Wir schaffen Kulturen, die ebenfalls miteinander konkurrieren. Wettbewerbsfähige und expansive Gesellschaften breiten sich schneller und weiter aus. Wenn wir auf unsere Geschichte schauen, wird klar, wir sind gefährlich. Nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst. Die menschliche Natur hat uns dazu gebracht, jeden Winkel des Planeten zu erobern, und jetzt richten wir unseren Blick zu den Sternen. Wir werden versuchen, unseren Einfluss zu erweitern und Zugang zu immer mehr Ressourcen zu sichern, und genau dann könnten wir auf diejenigen treffen, die dasselbe tun. Wahrscheinlich findet der Wettbewerb um Leben auch auf fernen Planeten statt, daher ist es logisch anzunehmen, dass eine außerirdische Zivilisation, die auf ihrem Planeten dominieren konnte, uns in mancher Hinsicht ähnlich sein könnte. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Jäger, der durch einen dunklen Wald schleicht. Sie sind völlig allein, aber Sie wissen, dass irgendwo andere wie Sie sein könnten. Sie können Ihre Absichten nicht kennen, ob sie aggressiv sind oder nicht. Sie verstehen, dass Sie selbst töten könnten, um zu überleben, und müssen daher annehmen, dass auch andere dazu in der Lage sind. Vielleicht überlebt bei einer Begegnung mit einem anderen Jäger derjenige, der zuerst schießt, aber das bedeutet nicht, dass Konflikte unvermeidlich sind. Bisher scheint der Fortschritt der modernen Welt uns friedlicher statt brutaler zu machen. Vielleicht gilt das auch für andere Zivilisationen, dass Fortschritt letztendlich zu weniger Konflikten führt. Verschiedene außerirdische Zivilisationen unterscheiden sich wahrscheinlich auch. Von friedlich und freundlich bis hin zu böse und kriegerisch. Das Problem ist jedoch, dass wir, wenn wir andere unter den Sternen treffen, keine Möglichkeit haben werden, ihre wahren Absichten zu erkennen. Ebenso könnten sie unsere Absichten nicht verstehen oder ihnen nicht vertrauen. Hinzu kommt, dass Lichtjahre zwischen uns bedeuten würden, dass die Kommunikation Jahre verzögert wäre, wenn wir eine andere Zivilisation entdecken und sie uns. Beide Seiten wären in einem Zustand der Unsicherheit und könnten darüber nachdenken, ob es nicht klüger wäre, einfach anzugreifen. Denn es gibt noch zwei ernsthafte Probleme: technologische Explosionen und den Vorteil des Erstschlags. Wir wissen nicht, wo die Grenzen der Technologie liegen, aber wir wissen, wie wichtig technologischer Fortschritt im Krieg ist. Einige hundert oder tausend Jahre könnten einen Konflikt mit ungewissem Ausgang in ein einseitiges Massaker verwandeln. Cäsars Legionen wären von der Artillerie des Ersten Weltkriegs vernichtet worden, und diese hätte wiederum keine Chance gegen moderne Drohnen und Lenkflugkörper. Das bedeutet, dass das Stärkeniveau verschiedener Zivilisationen stark variieren könnte. Selbst wenn wir eine Zivilisation finden, die uns ähnlich ist und Hallo sagen, könnten wir technologisch so weit hinter ihnen zurückbleiben, bis sie antworten, dass wir keine Chance mehr hätten. Das ist schon schlecht genug, aber interstellare Konflikte machen die Situation noch schlimmer. Wenn Ihr Gegner Lichtjahre von Ihnen entfernt ist, würde es so lange dauern, eine Invasionsflotte zu schicken, dass diese bei ihrer Ankunft bereits hoffnungslos veraltet sein könnte. Die einzige Möglichkeit, einen Sieg zu garantieren, wäre, mit solcher Stärke und Geschwindigkeit zuzuschlagen, dass das Ziel keine Chance hat zu überleben, keine Zeit für einen Gegenschlag bleibt und keine Möglichkeit besteht zu entkommen und später Rache zu nehmen. Wenn man annimmt, dass die meisten Zivilisationen auf Planeten leben, macht sie das sehr verletzlich. Es reicht, etwas Massives auf einen Planeten zu werfen, um ihn unbewohnbar zu machen. Ein kleiner Meteorit von der Größe eines Menschen, der mit 95% der Lichtgeschwindigkeit fliegt, enthält die Energie aller Atomwaffen der Erde. Wenn Sie einige Dutzend solcher Meteoriten auf eine Zivilisation abfeuern, die Sie auslöschen wollen, ist der Erfolg garantiert. Selbst ein Treffer würde ausreichen. Das ist keine absurde Idee. Eine Zivilisation, die nur geringfügig höher auf der Kardaschow-Skala steht als wir, hätte genug Energie, um zahlreiche Angriffe auf jeden Planeten durchzuführen, auf dem sie leben, vermutet. Was diese Waffe besonders beängstigend macht, ist, wie sehr sie einen Erstschlag begünstigt. Sie könnte so schnell sein, dass eine effektive Verteidigung nach ihrem Start unmöglich wäre. Der erste Schütze gewinnt immer.
Das macht jede Zivilisation zu einer existenziellen Bedrohung für jede andere, und wenn jede Zivilisation eine Bedrohung für alle anderen darstellt, könnten im Universum möglicherweise nur zwei Arten von Zivilisationen existieren: die Schweigenden und die Toten. Was sollen wir also tun? Sollten wir uns Sorgen machen? Die Radiosignale, die wir in den letzten 100 Jahren gesendet haben, haben nur eine relativ kurze Strecke zurückgelegt und sind längst zu unlesbarem Rauschen geworden. Auf unserem technologischen Niveau, wenn wir nicht gezielt versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen und wenn niemand absichtlich in unser ziemlich gewöhnliches Sonnensystem schaut, bleiben wir unbemerkt. Aber wenn man genau hinsieht, moderne Astronomen entwickeln Methoden, um nach Biosignaturen zu suchen, wie Sauerstoff, Methan und andere Verbindungen, die auf Leben auf Planeten hinweisen könnten. Wenn außerirdische Zivilisationen über hochauflösende und empfindliche Teleskope verfügen, könnten sie Sauerstoff in der Erdatmosphäre schon vor langer Zeit bemerkt haben. Vielleicht denken wir falsch darüber nach. Vielleicht stellt unser primitiver Verstand, der in einem Kontext grausamer Konkurrenz um Leben entwickelt wurde, sich überall räuberische Aliens vor. Vielleicht ist die Tatsache, dass wir das Universum auf diese Weise betrachten, ein Zeichen dafür, dass wir als Spezies noch nicht gereift sind. Deshalb glauben einige Wissenschaftler, dass es durchaus eine freundliche Gemeinschaft von Zivilisationen geben könnte, die darauf wartet, dass wir bereit sind, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Stellen Sie sich vor, es gibt nur eine hochentwickelte Zivilisation. Nennen wir sie Alpha. Diese Zivilisation ist nicht nur technologisch fortgeschritten, sie hat Level 3 erreicht. Ein Niveau, das wir uns nicht einmal vorstellen können. Alpha entstand als erste in der Galaxie und hat im Laufe von Millionen, wenn nicht Milliarden Jahren ihres Bestehens Technologien entwickelt, die es ihr ermöglichen, riesige kosmische Räume zu kontrollieren. Sie kann die Entstehung und Entwicklung von Leben auf Planeten beobachten, ohne selbst sichtbar zu sein. Die meisten Lebensformen interessieren Alpha weder, noch stellen sie eine Bedrohung dar. Sie entstehen und verschwinden. Es könnten einfache Organismen, Pflanzen oder primitive Tiere sein. Manchmal jedoch erscheint eine Spezies, die Anzeichen von Intelligenz zeigt. Vielleicht beobachtet Alpha solche Arten mit besonderer Aufmerksamkeit. Sie könnte ihre Entwicklung, Kultur und wissenschaftlichen Errungenschaften studieren, aber es gibt eine bestimmte Grenze, die diese Zivilisation niemandem zu überschreiten erlaubt. Möglicherweise handelt es sich um den Moment, in dem interstellare Reisen möglich werden oder leistungsstarke Signale ins All gesendet werden. Alpha ergreift Maßnahmen. Für sie ist das wie eine Immunreaktion auf eine potenzielle Bedrohung. Die Methoden, mit denen Alpha solche Zivilisationen ausschalten kann, könnten für uns unvorstellbar komplex und unauffällig sein. Es könnte etwas kaum Wahrnehmbares sein, wie die Änderung fundamentaler Konstanten in einem lokalen Raumgebiet oder das Sprengen eines nahen Sterns. Für eine Zivilisation vom Level Alpha könnte das so einfach sein, wie für sie ein Video zu liken und einen Kanal zu abonnieren. Warum handelt Alpha so? Vielleicht ist es das Ergebnis einer bitteren Erfahrung, vielleicht ist sie in der Vergangenheit auf eine andere entwickelte Zivilisation gestoßen, was zu einem zerstörerischen Konflikt führte. Aus der Sicht der natürlichen Selektion ergibt das Sinn. Nur eine Zivilisation, die besessen von ihrer Sicherheit ist, könnte zu Alpha werden. Zum Wohlstand und zur Beseitigung von Bedrohungen ergreift sie die härtesten Maßnahmen ohne zu zögern. Unsere Erde könnte Teil eines riesigen, streng geschützten galaktischen Nationalparks sein, mit einer festen Regel: beobachten, aber nicht eingreifen. Diese Hypothese wurde 1973 vom amerikanischen Astronomen John Ball vorgeschlagen. Wir bemerken niemanden, weil, wenn eine weitaus intelligentere Spezies uns heimlich beobachten will, sie genau weiß, wie sie das tun kann. Vielleicht gibt es eine Regel ähnlich der ersten Direktive aus Raumschiff Enterprise, Star Trek, die es überlegenen Wesen verbietet, in offenen Kontakt mit weniger entwickelten Spezies zu treten, also mit uns. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Ameisenhaufen mitten im Wald. Direkt neben dem Ameisenhaufen wird eine 10-spurige Autobahn gebaut. Die Frage ist, können die Ameisen verstehen, was eine 10-spurige Autobahn ist? Können sie die Technologie und Absichten der Wesen begreifen, die diese Autobahn direkt neben ihnen bauen? Das Problem könnte nicht einmal daran liegen, dass unsere Instrumente zu schwach sind. Es könnte einfach daran liegen, dass wir nicht verstehen, was außerirdische Wesen sind oder was sie versuchen. Es könnte so weit außerhalb unseres Verständnisses liegen, dass sie uns nicht einmal aufklären könnten, selbst wenn sie es wollten. Ähnlich wie der Versuch, Ameisen beizubringen, wie man ChatGPT benutzt. Fragen wir uns doch, als Kolumbus zum ersten Mal amerikanischen Boden betrat, blieb er stehen, um mit einem Ameisenhaufen zu kommunizieren?
War er großzügig und versuchte den Ameisen zu helfen? Wurde er ihnen gegenüber feindlich und verzögerte seine Mission, um den Ameisenhaufen zu zerstören? Oder war der Ameisenhaufen für ihn absolut und vollkommen uninteressant? Der Philosoph Thomas Nagel stellte einmal die Frage: Was heißt es, eine Fledermaus zu sein? Damit wies er auf die Erklärungslücke hin, die zwischen dem liegt, was die Wissenschaft objektiv beschreiben kann, und dem, wie das Bewusstsein subjektiv das Leben wahrnimmt. Nagel betonte, dass keine wissenschaftlichen Erklärungen uns allein den Zugang dazu verschaffen können, wie es ist, ein anderes Bewusstsein zu haben. Wir Menschen sind gefangen in einem inneren Universum, das von unserem Gehirn, unserem Körper und unserer Umwelt geschaffen wurde. Doch indem wir die Grenzen unseres eigenen Bewusstseins und die erstaunlichen Fähigkeiten anderer Lebewesen untersuchen, können wir versuchen, uns alternative Bewusstseine vorzustellen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass unsere Wahrnehmung der Welt und von uns selbst nicht die einzig mögliche ist. Zum Beispiel werden wir nie genau wissen, wie es ist, ein Oktopus zu sein. Dieses Wesen ist wie ein Außerirdischer in unserer Nähe. Es besitzt ein verteiltes Nervensystem, etwa 2/3 seiner Neuronen befinden sich in seinen Armen. Das bedeutet, dass die Arme unabhängig handeln können. Sie können denken, Nahrung suchen und Gegenstände ertasten, ganz unabhängig vom zentralen Gehirn. Im Vergleich zur menschlichen Erfahrung könnte dies durchaus den Empfindungen eines Außerirdischen ähneln. Was echte Außerirdische betrifft, wenn sie existieren, könnte ihr Bewusstsein noch beeindruckender sein. Ungewöhnliche Lebensbedingungen auf fernen Planeten könnten zur Entwicklung völlig anderer Sinnesorgane führen. Diese Wesen könnten die Welt durch Gravitation sehen, die Chemie der Luft wahrnehmen, elektromagnetische Felder spüren oder sogar Strahlung als Informationsquelle nutzen. Ihre Sehkraft könnte wie ein unglaublich leistungsstarker Geruchssinn funktionieren, allerdings in Form visueller Empfindungen. Zum Beispiel könnten außerirdische Moleküle und chemische Verbindungen sehen und nicht nur Objekte, sondern auch deren Zusammensetzung unterscheiden. Ihre Körper könnten Formen haben, die für uns unvorstellbar sind, vielleicht gasförmig oder auf Silizium basierend. Das könnte besser zu ihrer Umgebung passen. Wenn wir in unseren Annahmen noch weitergehen, könnten wir uns körperlosen Intellekt oder einen kollektiven Verstand vorstellen, bei dem das Bewusstsein über viele Individuen verteilt ist, ohne ein einziges Ich. Wir könnten unsere Realität komplett falsch verstehen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir uns in allem, was wir wissen, massiv irren könnten. Es könnte sogar sein, dass Leben, das in anderen Dimensionen existiert, auf Plasma oder dunkler Materie basiert. Das Universum könnte zwar so aussehen, wie wir es wahrnehmen, aber in Wirklichkeit etwas völlig anderes sein, zum Beispiel ein Hologramm. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass wir alle Teil einer Computersimulation eines Forschers aus einer anderen Welt sind und dass andere Lebensformen einfach nicht programmiert wurden. Im Jahr 1871 schrieb Charles Darwin an seinen Freund Joseph Dalton Hooker und dachte über den Ursprung des Lebens auf der Erde nach. In einem kleinen warmen Teich mit allen möglichen Salzen aus Ammoniak und Phosphor. Zu dieser Zeit wurde heftig über die Möglichkeit einer spontanen Entstehung lebender Materie diskutiert. Der Chemiker Louis Pasteur zeigte, dass in einer versiegelten Flasche kein Leben entsteht. Andere Wissenschaftler bestritten jedoch sein Experiment und argumentierten, dass für die Entstehung von Leben aus chemischen Grundlagen viel mehr Zeit erforderlich sei. Wenn das Leben tatsächlich auf diese Weise entstanden ist, müssen wir annehmen, dass sich in einer komplexen chemischen Suppe irgendwie eine Kombination aus Lebensmolekülen gebildet hat und das alles Lebendige nichts anderes als äußerst komplexe chemische Systeme ist. Dieser Gedanke ist heute wie vor 150 Jahren für viele unangenehm. Gegner dieser Theorie behaupten, dass das Leben zu komplex und zu geschickt organisiert sei, um zufällig zu entstehen. Vielleicht liegt diese Ablehnung daran, dass unser Verständnis der molekularen Welt untrennbar mit Vorstellungen von Zufall und Wahrscheinlichkeit verbunden ist. In der Schule lernen wir, dass Materie aus Teilchen besteht, die sich in Gasen, Flüssigkeiten oder Festkörpern bewegen. Doch den molekularen Bereich als Welt des Zufalls zu charakterisieren, verzerrt die Grundprinzipien der Chemie. Während Darwin Beweise für die Evolution durch natürliche Selektion suchte, arbeitete der österreichische Wissenschaftler Ludwig Boltzmann daran, eine einheitliche Theorie zu schaffen, die die allgemeinen Eigenschaften von Stoffen basierend auf der Annahme von Atomen als Bausteine beschreibt. Viele seiner Zeitgenossen hielten die Idee der Existenz von Atomen für verrückt. Dennoch setzte Boltzmann seine Ideen der Thermodynamik um. Er erklärte Phänomene wie Druck, Temperatur und das Volumen eines Gases durch die Bewegung und Kollision seiner Atome oder Moleküle.
Boltzmanns Entdeckung hatte großen Einfluss auf das Verständnis chemischer Reaktionen. Sein Schüler, der Chemiker Svante Arrhenius, stellte die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Temperatur fest. Diese Abhängigkeit zeigt, dass Moleküle eine Mindestenergie besitzen müssen, um zu reagieren. Mit steigender Temperatur erreichen mehr Moleküle diese Schwelle und treten in die Reaktion ein. Viele fragen sich jetzt, wie hängt das alles mit außerirdischem Leben zusammen? Es geht darum, dass Boltzmanns und Arrhenius Ideen den Temperaturbereich definierten, in dem chemische Prozesse ablaufen können, die zur Entstehung von Leben führen. Eine Art chemische Goldlöckchenzone. Bei zu niedrigen Temperaturen verlaufen Reaktionen zu langsam oder gar nicht. Bei zu hohen Temperaturen geht die Selektivität verloren und alle Verbindungen zerfallen. Die Temperatur ist jedoch nicht der einzige Faktor, der chemische Reaktionen bestimmt. Chemie nur als Zufall zu betrachten, wäre ein Fehler, und das aus folgendem Grund. Die molekulare Welt besteht nicht aus formlosen Teilchen. Atome verbinden sich zu Molekülen nach strengen Regeln, die von ihrer Struktur und den Elektronenschalen abhängen. Zum Beispiel ist die Bildung zwischen Kohlenstoff und Wasserstoff sehr stabil und löst sich nur bei 300 bis 400 Grad Celsius auf. Diese Bindung ist symmetrisch. Elektronenpaare sind gleichmäßig zwischen den Atomen verteilt. Die Bindung zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff ist ebenfalls stark, aber die Elektronen sind in Richtung Sauerstoff verschoben. Das erzeugt eine polarisierte Bindung. Kohlenstoff erhält eine leichte positive Ladung, Sauerstoff eine negative. Moleküle mit Ladungsunterschieden ziehen sich aufgrund elektrostatischer Kräfte leicht an. Chemie folgt daher Gesetzmäßigkeiten, nicht Zufall. Komplexe Strukturen und sogar Leben entstehen durch feine Unterschiede in der Position und den Wechselwirkungen von Elektronen. Gerade die Vielfalt der Atome schafft die Möglichkeit zur Entstehung von Leben. Ohne diese Vielfalt hätte sich das Leben nicht entwickeln können. In der realen Welt, im Gegensatz zum Labor, finden gleichzeitig Dutzende chemische Reaktionen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten statt. So entstehen zahlreiche Verbindungen. In den 1950er Jahren entdeckte der Biochemiker Boris Belousov ein ungewöhnliches Phänomen. Einige einfache chemische Verbindungen änderten zyklisch ihre Farbe, wenn sie gemischt wurden. Das widersprach der Vorstellung, dass chemische Reaktionen nur in eine Richtung ablaufen. Kollegen hielten Belousov für einen Scharlatan. Tatsächlich entdeckte Belousov eine chemische Ökosphäre, in der Moleküle nach bestimmten Regeln entstehen und sich verbrauchen und dabei Rückkopplungen bilden. Das ähnelt zyklischen Schwankungen in Tierpopulationen in der Natur. Zur gleichen Zeit vermutet der Mathematiker Alan Turing, dass in solchen Systemen, wenn sie nicht gemischt werden, komplexe Strukturen entstehen könnten. In den folgenden 70 Jahren zeigte die Forschung, dass solche Systeme tatsächlich spontan Muster bilden können, die den Fellmustern von Tieren ähneln. Dies sind rein chemische Prozesse, die nichts mit Biologie zu tun haben. Ein Beispiel ist die Belousov-Schabotinsky-Reaktion. Chemikalien reagieren so, dass periodische Konzentrationsänderungen entstehen. Diese Muster erinnern an die Flecken von Leoparden, Geparden oder Salamandern. Ähnliche Phänomene treten wahrscheinlich auf Milliarden von Planeten auf, die potenziell lebensfreundlich sind. Alles, was benötigt wird, ist ein konstanter Energiefluss von einem nahegelegenen Stern, um Moleküle in einem aktiven Zustand zu halten. Die Definition von Leben ist jedoch äußerst schwierig. Richter Potter Stewart sagte einmal über Hardcore-Pornografie: „Ich kann es nicht definieren, aber ich erkenne es, wenn ich es sehe." Dieser Gedanke lässt sich auch auf Leben anwenden. Na gut, hier ist eine wissenschaftlichere Aussage. Es gibt viele Definitionen von Leben und keine ist zufriedenstellend. Einige Phänomene wie Waldbrände oder wachsende Kristalle erfüllen bestimmte Kriterien des Lebens. Sie organisieren sich selbst, wachsen, nutzen Energie und verteilen Stoffe, aber wir wissen, dass sie nicht lebendig sind. Die Situation mit Viren ist umgekehrt. Sie wirken zielgerichtet, besitzen aber keinen eigenen Stoffwechsel und werden oft aus Lebensdefinitionen ausgeschlossen. Fehlende Klarheit bei der Definition von Leben erschwert das Studium seines Ursprungs. Beispielsweise berücksichtigen viele Definitionen nicht die Umwelt als Keimzelle des Lebens. Die Definition der NASA lautet: Leben ist ein sich selbst erhaltendes System, das zur darwinschen Evolution fähig ist. Doch alle Lebewesen sind untrennbar mit ihrer Umwelt verbunden. Auch wir Menschen können ohne ständiges Atmen nicht existieren. Einige Arten können ihre Lebensfunktionen vorübergehend aussetzen, aber nicht dauerhaft. Das zentrale Konzept hier ist die Lebensaktivität. Leben existiert, um aktiv zu sein. Daher ist es sinnvoller, nach der Quelle dieser Aktivität zu suchen, dem aktiven Nutzen der Umwelt für das Wachstum. Leben nutzt die Umwelt, um sich selbst zu reproduzieren.
Dieses Konzept erlaubt es, sowohl Viren als auch Zellen in die Definition des Lebens einzubeziehen. Viren nutzen die reichhaltige Umgebung innerhalb der Zelle, um ihre Energie und Mechanismen für die Replikation zu verwenden. Sie minimieren ihre eigenen Ressourcen und verlassen sich vollständig auf die Umwelt. Pflanzen hingegen sind weniger abhängig von der Umgebung, sie benötigen nur Licht, Wasser und Kohlendioxid. Ihre komplexe Biochemie ermöglicht es ihnen, sich mit allem Notwendigen selbst zu versorgen. Es gibt eine einfache Regel: Je weniger ein Organismus von der Umwelt abhängig ist, desto komplexer ist seine Biochemie, aber die Abhängigkeit bleibt immer bestehen. Ohne die wichtigsten Ressourcen aus der Umwelt würden sowohl Pflanzen, Pilze als auch Menschen sterben. Trotz der Vielfalt des Lebens bleibt das Grundprinzip der Zellaktivität bei allen Organismen auf der Erde gleich. Sie beziehen Energie von außen und nutzen sie für Wachstum und Reproduktion. Der Schlüsselmechanismus ist die Ansammlung von elektrischer Ladung auf beiden Seiten dünner Zellmembranen. Auf molekularer Ebene ist die Stärke dieses elektrischen Feldes vergleichbar mit einem Blitz. Die elektrische Ladung der Membranen ist eines der Hauptmerkmale des Lebens auf der Erde, zusammen mit der DNA. Ihre stabile Existenz weist auf bestimmte Bedingungen hin, die zur Entstehung des Lebens auf der Erde führten. Es ist wahrscheinlich, dass ähnliche Bedingungen auch auf anderen Planeten existieren. In den 1960er Jahren stellte der exzentrische Biochemiker Peter Mitchell eine revolutionäre Idee vor, dass Zellen sich von elektrischer Energie ernähren. Mitchells Idee löste so hitzige Diskussionen aus, dass sie in einen echten Konflikt ausarteten, der als Oxford-Kriege bekannt wurde. Das endete mit der Verleihung des Nobelpreises an Mitchell im Jahr 1978. Seine Theorie wurde als revolutionär anerkannt und mit den Entdeckungen der größten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, Einstein, Heisenberg und Schrödinger, verglichen. Sie wurde als eine der überraschendsten Theorien in der Biologie nach Darwins Evolutionstheorie bezeichnet. Mitchell interessierte sich dafür, wie Bakterien ihre innere Umgebung erhalten. Er entdeckte, dass sie aktiv Moleküle durch die Membran pumpen. Dieser Prozess erfordert Energie und ist selektiv. Mitchells Genialität bestand darin, dieses Prinzip auf die Zellatmung anzuwenden. Er verstand, dass Energie freigesetzt wird, wenn Substanzen durch die Membran zurückkehren. Ja, das klingt kompliziert, aber ich erkläre es jetzt. Bei der Zellatmung werden Protonen durch die Membran gepumpt. Das erzeugt Unterschiede in der Konzentration und im elektrischen Potential. Das Bestreben der Protonen, in die Zelle zurückzukehren, erzeugt die sogenannte protonenmotorische Kraft, die Hauptenergiequelle für lebende Organismen. Jede Sekunde passieren etwa 10 Milliarden Trillionen Protonen die Membranen der Mitochondrien. Dieser Mechanismus arbeitet ununterbrochen in ihnen, ihrem Hund und allen anderen Lebewesen auf der Erde. So funktioniert das. Wenn wir Sauerstoff einatmen, wird er verwandelt, um die Nahrung, die wir gegessen haben, zu verbrennen. Das setzt Energie frei, die dazu beiträgt, Protonen, Teilchen im Inneren von Atomen, durch die Zellmembranen zu bewegen. Gleichzeitig werden Elektronen aus der Nahrung entlang einer Übertragungskette in der Mitochondrienmembran transportiert, bis sie auf Sauerstoff treffen. Dieser Elektronenfluss treibt den Transport der Protonen an. Die meisten Bakterien können die protonenmotorische Kraft ohne Sauerstoff und Nahrung erzeugen, indem sie andere Gase und Mineralien verwenden. Genetische Studien zeigen, dass der Mechanismus der Erzeugung der protonenmotorischen Kraft bereits beim letzten universellen gemeinsamen Vorfahren aller Lebewesen, LUCA, existierte. Das bedeutet, dass elektrische Energie eine primäre Energiequelle für das Leben nicht nur auf der Erde, sondern im gesamten Universum gewesen sein könnte. Die protonenmotorische Kraft ist eines der Hauptargumente von Wissenschaftlern, die glauben, dass es Leben nur auf der Erde gibt. Ihre Meinung basiert auf Forschungen, die eine äußerst geringe Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Leben zeigen. Zum Beispiel schlug der Biologe Jewgeni Kunin ein Modell vor, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass sich das erste replizierende Molekül zufällig bildet, extrem gering ist. Das Ergebnis seiner Berechnungen? Eine Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 1000, praktisch gleich 0. Laut seinen Berechnungen war eine schrittweise Evolution der RNA-Welt nicht notwendig. Stattdessen entstand sofort ein minimal komplexes System, das zur biologischen Evolution fähig war. Kunin nannte dies die Schwellenphase. Die Entwicklung des Lebens auf der Erde durchlief auch andere, äußerst unwahrscheinliche Phasen. Die erste war der Sauerstoff-Photosyntheseprozess, der 1 Milliarde Jahre dauerte und eine Sauerstoffatmosphäre schuf. Dies führte zu einem Massensterben von Organismen, die nicht an Sauerstoff angepasst waren.
Aber genau dieses Ereignis ebnete den Weg für die Entwicklung komplexerer Lebensformen, die schließlich zu uns führten. Der nächste Schritt war die Entstehung von Eukaryoten, Zellen mit einem Zellkern. Dies geschah durch Symbiose und dauerte weitere 500 Millionen Jahre. Dann entwickelte sich die Mehrzelligkeit, wofür eine weitere Milliarde Jahre verging. Das bedeutet, dass das Leben auf der Erde in letzter Minute entstand, genau bevor die Sonne den Planeten unbewohnbar macht. Hätte sich der Prozess um 1 Milliarde Jahre verzögert, wäre die Erde wie die Venus geworden. Hier könnten Sie einwenden, rote Zwerge sind großartige Orte für Leben, sie existieren Billionen von Jahren und sind 10-mal häufiger als sonnenähnliche Sterne. Selbst in unserer Nähe bei Proxima Centauri gibt es einen felsigen Planeten in der habitablen Zone. Das stimmt, aber auch rote Zwerge haben ernsthafte Probleme. Zu Beginn ihres Lebens durchlaufen sie eine Phase intensiver Flares, die Millionen von Jahren dauert. Diese Flares können alles Wasser verdampfen und jegliches entstehendes Leben zerstören. Nach dieser Phase sinkt die Leuchtkraft des Sterns drastisch, was die Planeten möglicherweise zu kalt für Leben macht. Ein weiteres Problem ist die gebundene Rotation. Planeten um rote Zwerge sind oft mit einer Seite immer zum Stern gerichtet. Dies führt zu extremen Bedingungen. Ewiger Tag und Hitze auf einer Seite, ewige Nacht und Kälte auf der anderen. Obwohl eine dicke Atmosphäre diese Bedingungen mildern könnte, entsteht ein neues Problem: der Erhalt dieser Atmosphäre. Das Magnetfeld, das die Atmosphäre vor Sternenwinden schützt, hängt von der Rotationsgeschwindigkeit des Planeten ab. Bei Planeten mit gebundener Rotation ist diese Rotation langsam, was zu einem schwachen Magnetfeld führt. Dies könnte leicht zum Verlust der Atmosphäre führen, wie es bei Mars der Fall war. Wenn ich Vorträge über Kosmologie halte, bitte ich oft die Zuhörer, die Hand zu heben, wenn sie glauben, dass es irgendwo im Universum intelligentes Leben gibt. Und in jeder Gruppe, von Vorschulkindern bis zu Studenten, heben die meisten ihre Hand. Wenn ich frage, warum, höre ich meistens als Antwort, dass das Universum riesig ist und es statistisch irgendwo Leben geben müsste. Aber ist dieses Argument gültig? Ich denke, nein. Hier ist, was uns die Statistik sagt. Alles läuft auf eine Zahl hinaus: die durchschnittliche Entfernung zwischen Zivilisationen. Stellen Sie sich vor, intelligente Arten wären zufällig im Universum verteilt. Der Schlüsselparameter hier ist die durchschnittliche Entfernung zwischen einer typischen Zivilisation und ihrem nächsten Nachbarn. Wenn diese durchschnittliche Entfernung 20 Milliarden Lichtjahre überschreitet, sind wir allein im beobachtbaren Universum, denn bei einer solchen Entfernung sinkt die statistische Wahrscheinlichkeit, eine andere Zivilisation zu treffen, auf 0. Erklären wir das vereinfacht. Das beobachtbare Universum ist der Teil des Universums, aus dem Licht uns in 13,8 Milliarden Jahren erreicht hat. Unter Berücksichtigung der Expansion des Universums beträgt sein Radius heute etwa 46 Milliarden Lichtjahre. Berücksichtigt man die weitere Expansion, ergeben Tegmarks Berechnungen die Zahl 20 Milliarden Lichtjahre. Wenn die nächste Zivilisation weiter entfernt ist, könnten wir sie nie kontaktieren oder entdecken, weil ihr Licht uns noch nicht erreicht hat und möglicherweise nie erreichen wird, aufgrund der beschleunigten Expansion des Universums. Der Astronom und Astrophysikprofessor Frank Drake schlug die berühmte Formel vor. Sie schätzt die Wahrscheinlichkeit für die Existenz von Leben im Universum. Drake hob 3 Schlüsselfaktoren hervor: das Vorhandensein bewohnbarer Planeten, die Entstehung von Leben und die Entwicklung von Intelligenz. Dank der jüngsten Entdeckungen von Exoplaneten wissen wir nun, dass es viele bewohnbare Planeten gibt. Milliarden allein in unserer Galaxie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort Leben entwickelt und Intelligenz entsteht, bleibt äußerst ungewiss. Nehmen wir an, die erste lebende Zelle ist entstanden. Sie benötigt ein Ribosom, also einen komplexen molekularen Mechanismus, der den genetischen Code liest und Proteine erzeugt. Aber hier ist das Problem: Um ein Ribosom herzustellen, benötigt man ein weiteres Ribosom. Es ist wie die Frage nach Henne und Ei: Was war zuerst? Wissenschaftler können bis heute nicht genau erklären, wie das allererste Ribosom entstanden ist. Und jetzt denken Sie über die Entwicklung von Intelligenz nach. Dinosaurier beherrschten die Erde über 100 Millionen Jahre lang. Das ist 1000-mal länger, als wir existieren. Doch in all dieser Zeit entwickelten sie keinen Intellekt, erfanden weder ein Teleskop noch einen Computer. Es scheint, als hätte die Evolution keine Eile, Intelligenz hervorzubringen. Warum? Wir wissen es nicht. Angesichts unserer Unsicherheit kann die Wahrscheinlichkeit für intelligentes Leben auf einem Planeten von einem Tausendstel bis zu einem Quadrillionstel reichen.
mit etwa gleicher Wahrscheinlichkeit. Unsere astronomischen Beobachtungen haben bislang fast nichts gefunden. Dies lässt vermuten, dass der Anteil an Planeten mit intelligentem Leben äußerst gering ist. Wahrscheinlich gibt es innerhalb eines Radius von 10 hoch 21 Metern, also innerhalb unserer Galaxie und der nahen Umgebung, kein hochentwickeltes intelligentes Leben. Diese Annahme von Tegmark basiert auf einigen Prämissen. Erstens, interstellare Kolonisation ist möglich. Zweitens, es gibt Milliarden potenziell bewohnbarer Planeten in der Milchstraße. Drittens, die Wahrscheinlichkeit, dass Leben den Kosmos kolonisiert, ist nicht vernachlässigbar. Kolonisation kann auf verschiedene Weise geschehen, etwa durch sich selbst replizierende Sonden. Auch wenn einige Wissenschaftler glauben, dass fortgeschrittene Spezies kein Interesse an Kolonisation haben könnten, würde bereits eine einzige expansionistische, ehrgeizige Zivilisation ausreichen, um die gesamte Galaxie zu übernehmen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren liegt die nächste Zivilisation vermutlich in einer Entfernung zwischen 10 hoch 21 und 10 hoch 100 Metern von uns. Doch da der Radius des beobachtbaren Universums etwa 10 hoch 26 Meter beträgt, können wir die Zahl der Nullen eingrenzen. Es muss sich irgendwo zwischen 22 und 26 Nullen befinden. Das führt zu der Schlussfolgerung, dass wir höchstwahrscheinlich allein im beobachtbaren Universum sind. Noch einmal, im gesamten Bereich zwischen 21 und 100 Nullen sind wir nur dann nicht allein im sichtbaren Universum, wenn wir uns in dem engen Fenster zwischen 22 und 26 Nullen befinden. Wie wahrscheinlich ist es genau hier zu sein? Es gibt eine weitere Erklärung dafür, warum wir allein zu sein scheinen. Der Grund könnte sein, dass wir zu den Ersten gehören. Diese Hypothese nennt sich die gierigen Außerirdischen. Ihr Hauptautor ist Robin Hanson. Ja, genau der 1996 die Idee des großen Filters vorgeschlagen hat. Falls Sie interessiert sind, empfehle ich Ihnen, die Videos des Kanals Rational Animations zu diesem Thema anzusehen. Es gibt eine gute Übersetzung von Bert Dider. Die Links werde ich im angehefteten Kommentar teilen. Vor einigen Jahren veröffentlichte Hanson zusammen mit Kollegen eine Arbeit, in der er sein neues Modell ausführlich darlegte. Es versucht zu erklären, warum wir keine Außerirdischen gefunden haben, trotz der unzähligen Sterne und Galaxien. Laut dieser Arbeit werden einige Zivilisationen gierig. Sie breiten sich aktiv im Kosmos aus, hinterlassen sichtbare Spuren und existieren über lange Zeit. Hanson stützt sich auf das Modell der schwierigen Schritte von Brandon Carter. Demnach durchläuft die Evolution eine Reihe unwahrscheinlicher Übergänge. Dieses Modell erklärt, warum wir so früh in der Geschichte des Universums erschienen sind. Wir sind einfach Glückspilze, die alle Etappen schneller als andere durchlaufen haben. Diese Vorstellung ähnelt dem Modell der Krebsentstehung, bei dem eine Zelle mehrere Mutationen durchlaufen muss, bevor sie bösartig wird. Normalerweise sind dafür 6 bis 7 Mutationen nötig, manchmal reichen jedoch schon 2. Hanson berechnete, dass die Erde zwischen 4 und 12 solcher schwierigen Schritte bewältigen musste. Dieses Modell kann auch auf das Universum angewendet werden. Mit dieser Formel lässt sich die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von hochentwickeltem Leben zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort bewerten. Interessanterweise gilt, je mehr schwierige Schritte erforderlich sind, desto später sollte sich entwickeltes Leben bilden. Doch die Menschheit scheint früh entstanden zu sein. Hier sind Hansons Berechnungen in einer Grafik dargestellt. Auf der horizontalen Achse ist die maximale Lebensdauer von Sternen mit bewohnbaren Planeten aufgetragen, auf der vertikalen Achse die Anzahl der schwierigen Schritte. Die Farbskala zeigt, wie früh wir entstanden sind. Kalte Farben deuten darauf hin, dass wir nicht so früh dran sind. Warme Farben zeigen, dass wir sehr früh dran sind. Interessanterweise gehören wir bei vielen Kombinationen der Parameter zum 1% aller hochentwickelten Lebensformen im Universum. Lassen Sie uns ein Beispiel betrachten. Angenommen, die maximale Lebensdauer eines Planeten beträgt 10 Billionen Jahre und die Anzahl der schwierigen Schritte ist 10. Dann beträgt die Wahrscheinlichkeit für unsere Existenz 1 zu 10 Quintillionen. Das erscheint verdächtig. Nun, was ist, wenn wir konservativere Schätzungen ansetzen? 6 schwierige Schritte und eine maximale Lebensdauer eines Planeten von 10 Milliarden Jahren. Die Menschheit gehört immer noch zu den ersten 10% aller hochentwickelten Lebensformen. Dieses frühe Auftreten der Menschheit wirft eine interessante Frage auf. Warum ist das passiert? Wenn die Fakten nicht mit dem Modell übereinstimmen, also eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit haben, könnte es sinnvoll sein, unsere Annahmen zu überdenken und nach einer plausibleren Erklärung zu suchen.
Laut Robin Hanson liegt es an den gierigen Außerirdischen. Das sind jene Zivilisationen, die schnell alle bewohnbaren Planeten einnehmen. Im Grunde genommen sind es die Arten, die versuchen, eine Typ-2-Zivilisation nach der Kardaschow-Skala zu werden. Nach dem Modell können Zivilisationen wie unsere nur in den frühen Entwicklungsphasen des Universums entstehen, also solange es noch freie Planeten gibt. Derzeit erscheinen wir wie eine typische, nicht gierige Zivilisation, da wir in den Dimensionen der Galaxie vollkommen unauffällig sind. Aber Hanson glaubt, dass wir mit der Zeit gierig werden könnten. Schauen Sie, wie irdische Kulturen und Organisationen Gier zeigen. Sie erobern neue Nischen und Gebiete, sobald sich eine Gelegenheit bietet, denn solches Verhalten ist laut Hanson evolutionär erfolgreich. Nehmen wir zwei Arten, die dieselben Ressourcen verbrauchen. Die eine Art ist mit ihrem Gebiet zufrieden, während die andere sich ständig ausbreitet. Mit der Zeit wird die gierige Art die erste verdrängen, da ihre Population von Generation zu Generation wächst. Dieses Prinzip könnte auch für außerirdische Zivilisationen universell sein. Gierige Arten breiten sich aus und nehmen jeden lebensfähigen Raum ein, sodass keine neuen Arten entstehen können. Dabei hinterlassen sie sichtbare Spuren. Zum Beispiel durch die Nutzung der Energie von Sternen mittels Dyson-Sphären. Hanson geht davon aus, dass interstellare Reisen möglich sind, jedoch nicht mit bemannten Raumschiffen. Wahrscheinlicher ist der Einsatz von sich selbst reproduzierenden Sonden, den sogenannten von-Neumann-Sonden. Diese Geräte könnten neue Planeten kolonisieren und Leben säen. Für den Transport solcher Sonden könnten verschiedene Technologien verwendet werden, zum Beispiel Sonnensegel. Laut Schätzungen von Wissenschaftlern könnte die Kolonisation der Milchstraße zwischen 5 und 900 Millionen Jahre dauern, was im Vergleich zum Alter des Universums relativ wenig ist. Lassen Sie uns verstehen, wie das berechnet wurde. Die Hypothese basiert auf einem einfachen mathematischen Modell. Es hat 3 Hauptparameter: die Geschwindigkeit, mit der gierige Zivilisationen entstehen, ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Anzahl der schwierigen Übergänge. Indem man Werte einsetzt, erhält man die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer gierigen Zivilisation. Hanson betont, dass selbst wenn die Wahrscheinlichkeit des Auftretens gieriger Außerirdischer extrem gering ist, ihr Einfluss auf das Universum enorm sein könnte. Warum sehen wir sie dann nicht? Das Modell sagt voraus, dass wir sie nicht sehen sollten, denn wenn gierige Außerirdische von der Erde aus sichtbar wären, wären sie bereits hier. Nach den Berechnungen gilt, je schneller sich gierige Zivilisationen ausbreiten, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, sie zu sehen. Und hier ist der Grund. Es gibt 2 Hauptfaktoren: die Geschwindigkeit, mit der sich Außerirdische ausbreiten, und die Anzahl der schwierigen Übergänge, die sie durchlaufen müssen. Dieses Diagramm zeigt, wie diese beiden Faktoren die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass wir keine gierigen Außerirdischen sehen. Die blauen Bereiche des Diagramms sagen: Wenn Außerirdische existieren, werden wir sie höchstwahrscheinlich sehen. Die gelben Bereiche sagen das Gegenteil. Wenn Außerirdische existieren, werden wir sie höchstwahrscheinlich nicht sehen. Interessant ist, dass die Geschwindigkeit der Verbreitung von Außerirdischen diese Wahrscheinlichkeit weitaus stärker beeinflusst als die Anzahl der schwierigen Schritte. Wenn Ihre Schiffe beispielsweise mit 70% der Lichtgeschwindigkeit reisen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie nicht sehen, 100 Mal höher, als wenn sie sich mit 10% der Lichtgeschwindigkeit bewegen würden. Das Modell besagt, dass wir sie sehen sollten, wenn sich Außerirdische mit weniger als 1/3 der Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Wenn wir sie nicht sehen, bedeutet das, dass sie schneller sind. Das erklärt, warum wir keine Außerirdischen sehen. Sie breiten sich so schnell aus, dass ihr Licht uns einfach noch nicht erreicht hat. Das Modell ermöglicht auch andere interessante Vorhersagen. Eine Simulation unseres Universums zeigt, dass gierige Zivilisationen in einem bestimmten Zeitraum von 5 bis 50 Milliarden Jahren nach der Entstehung des Universums auftreten. Die meisten von ihnen, 80% der Arten, entstehen bis zur Marke von 20 Milliarden Jahren. Das Erstaunlichste ist, dass laut Modell unsere Zivilisation sowohl eine der ersten als auch eine der letzten gierigen Zivilisationen sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit, zu den ersten 18% zu gehören, ist genauso hoch wie die, zu den letzten 28% zu gehören. Ich denke, Sie haben bereits bemerkt, dass Hansons gesamte Hypothese auf 2 Annahmen basiert. Die erste besagt, dass wir gierige Arten sehen sollten, da sie unvermeidlich Spuren hinterlassen. Das ist nur eine Vermutung. Es ist durchaus möglich, dass wir noch nicht wissen, welche Spuren wir suchen müssen. Neue Technologien könnten uns helfen. Wenn das der Fall ist und wir bald gierige Außerirdische sehen, könnten ihre Spuren am Himmel größer sein als der Vollmond.
Die zweite Annahme ist, dass hochintelligente Arten Wege finden werden, sich sehr schnell auszubreiten. Momentan wissen wir einfach nicht, ob das technisch möglich ist, aber wenn wir davon ausgehen, dass es möglich ist, haben Wissenschaftler bereits einige Aspekte durchdacht. Der Physiker Jay Olson führte 2014 eine Studie durch, in der er eine hochentwickelte Methode zur Besiedlung des Weltalls untersuchte. Er schlug vor, 2 Arten von Sonden zu verwenden: Samensonden und Expander. Samensonden funktionieren folgendermaßen: Sie nähern sich ihrem Ziel und verlangsamen. Sie landen auf der Oberfläche von Planeten und beginnen den Prozess der Befruchtung, also die Schaffung einer neuen Zivilisation von Grund auf. Expander arbeiten völlig anders. Sie halten nie an. Während des Fluges sammeln sie Partikel aus Materie und stellen aus diesem Material ihre Kopien her, wobei ein Teil davon als Treibstoff für die Bewegung genutzt wird. Eine Flotte sich selbst reproduzierender Expander würde mit geringer Beschleunigung fliegen, um eine konstante Geschwindigkeit relativ zu den nächstgelegenen Galaxien aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig würden sich die Expander schnell vermehren, um ihre Flotte zu erhalten. Hier ist eine weitere Methode zur Besiedlung des Universums, die schnellste und gefährlichste. Max Tegmark nennt sie die Methode der Jungfrau Maria in Anspielung auf die Idee von Hans Moravec über kosmischen Spam. Der Kern dieser Methode: eine fortschrittliche Zivilisation sendet Radiosignale ins All, die die Aufmerksamkeit weniger entwickelter Lebensformen auf sich ziehen. Diese Signale enthalten Informationen, die den Empfänger dazu anregen, superintelligente Maschinen zu bauen. Diese Maschinen hacken dann die empfangenden Zivilisationen und machen sie im Wesentlichen zu einer Kopie des Senders. Diese Methode ermöglicht es einer Zivilisation, sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit zu verbreiten, der Geschwindigkeit der Ausbreitung solcher Sirenenlieder. Angesichts der Tatsache, dass dies möglicherweise die einzige Möglichkeit ist, die meisten Galaxien zu erreichen, könnte eine superintelligente Zivilisation in Versuchung geraten, sie zu nutzen. Erinnern Sie sich an den Film Contact, in dem die Menschen Baupläne von Aliens erhalten, um eine riesige, unverständliche Maschine zu bauen? Um Tegmark zu zitieren: „Ich würde das nicht empfehlen. Falls Leben doch keine Seltenheit ist, könnten wir das bald herausfinden." Astronomen suchen aktiv nach Anzeichen von Leben im Universum. Sie analysieren die Atmosphären erdähnlicher Planeten, um Sauerstoff und Methan zu finden. Auch nach intelligentem Leben wird gesucht, zum Beispiel durch das Projekt Breakthrough Listen. Dabei ist es wichtig, nicht zu sehr anthropozentrisch zu denken. Wenn wir eine außerirdische Zivilisation entdecken, wird sie wahrscheinlich schon superintelligent sein. Der Kosmologe Martin Rees formulierte es so: Die Geschichte der technologischen Zivilisation der Menschheit wird in Jahrhunderten gemessen und vielleicht bleiben nur noch 1 oder 2 Jahrhunderte, bevor die Menschen von einem anorganischen Intellekt überholt werden oder sich mit ihm verschmelzen, der dann Milliarden von Jahren bestehen und sich weiterentwickeln wird. Es wäre extrem unwahrscheinlich, dass wir eine andere Intelligenz in dem kurzen Moment erwischen, in dem sie noch organische Formen annimmt. Jay Olson hält es für unwahrscheinlich, dass hochentwickelte Zivilisationen sich darauf beschränken, nur Planeten mit verbesserten Kopien von sich selbst zu besiedeln. Das scheint nicht das Endstadium technologischer Entwicklung zu sein. Wenn Sie also an Aliens denken, stellen Sie sich keine grünen Männchen mit großen Augen vor, sondern eine superintelligente Lebensform, die das Universum erfüllt. Obwohl ich die Suche nach außerirdischem Leben, die Licht auf eine der faszinierendsten wissenschaftlichen Fragen werfen könnte, voll und ganz unterstütze, hoffe ich insgeheim, dass sie erfolglos bleibt. Ich drücke die Daumen, dass die Suche nach außerirdischem Leben scheitert. Dies würde gut in das Szenario passen, in dem intelligentes Leben selten ist, aber wir Menschen unglaubliches Glück hatten und die Schranke bereits hinter uns liegt, während uns eine unglaubliche und fantastische Zukunft bevorsteht. Unser Leben ist unbedeutend im Vergleich zu den kosmischen Zeiträumen, aber dieses kurze Jahrhundert ist vielleicht das Wichtigste in der Geschichte des Universums. Jetzt wird über seine Zukunft entschieden. Wir haben die Technologien sowohl zur Selbstzerstörung als auch zur Aussaat des Universums mit Leben. Diese Situation ist so instabil, dass ich daran zweifle, dass wir diese Weggabelung länger als 1 Jahrhundert überstehen werden. Wenn wir uns letztendlich für den Weg des Lebens und nicht des Todes entscheiden, dann wird in ferner Zukunft das Universum reich bevölkert sein und alles Leben wird hier und jetzt seinen Ursprung haben.